Ab 01.01.2022 sinkt der Garantiezins auf mickrige 0,25%. Welche Auswirkungen das für dich hat, erfährst du in diesem Video. Zu Beginn mal ein bisschen klugscheißen. Eigentlich wird zum 01.01. der höchste Rechnungszins gesenkt. Und eigentlich ist damit ganz genau genommen nicht der Garantiezins gemeint. Doch da das in den Medien meistens zusammengeworfen wird und nicht ganz ohne Zusammenhang ist, reden wir in diesem Video über den Garantiezins. Was ist damit gemeint und welchen Zweck hat das Ganze? Dazu ein kleiner Ausflug hinter die Kulissen von Versicherungen. Eine Versicherung hat den Zweck, ein mögliches Risiko abzusichern. Die Haftpflicht schützt mich zum Beispiel vor finanziellen Nachteilen, wenn ich jemand anderem einen Schaden zugefügt habe. Und auch bei der Lebensversicherung sichere ich ein Risiko ab, nämlich das Risiko der Langlebigkeit. Besser ausgedrückt, das Risiko, bei einem langen Leben keine Kohle mehr zu haben. Denn ein langes Leben ist nicht unbedingt ein Risiko, sondern bei guter Gesundheit sogar ein ganz schönes Ziel. Also, es geht darum, sich finanziell für später abzusichern. Für diesen Zweck kann man eine Lebensversicherung abschließen, die einem eine bestimmte Garantie bietet. Zahle das ein, dann bekommst du am Ende garantiert das raus. Und damit man am Ende nicht blöd dasteht, weil die Versicherung sich verkalkuliert hat, gibt es eine Obergrenze der Garantie, der von der Politik festgelegt wird. Das ist gerade während der lang anhaltenden Niedrigzinsen immer wichtiger geworden. Wie wird das Ganze festgelegt? Die Europäische Zentralbank schaut sich die Umlaufrendite europäischer Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit an, von denen dann die Durchschnittsrendite der vergangenen 10 Jahre berechnet wird. Unter Annahme verschiedener Zinsentwicklungen werden diese Durchschnittsrenditen dann in die Zukunft projiziert. Aufgrund dieser Zahlen wird der Zinssatz dann gemeinsam von der Deutschen Aktuarvereinigung und der BaFin vorgeschlagen und endgültig festgesetzt wird der Zinssatz dann durch eine Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen. Alles also höchst offiziell und nicht im Keller irgendeiner Versicherung ausgedacht. Am 01.01.2022 passiert es dann also, dass der Garantiezins von 0,9 auf 0,25% gesenkt wird. Damit nimmt die Serie der letzten Jahrzehnte weiter seinen Lauf, denn von 4% ging es in den letzten Jahren immer weiter runter, bis wir jetzt fast bei 0% angekommen sind. Welche Auswirkungen hat das auf dich? Die Garantie ist die eine Sache. Klar, du bekommst bei einer Lebensversicherung mit Garantie jetzt für dein Geld einfach weniger Sicherheit am Ende. Und das ist das einzig Gute an der ganzen Geschichte, denn dadurch werden die Sparer aufmerksamer für die Alternativen. Wir haben hier auf unserem Kanal schon des Öfteren darüber gesprochen, dass Kapital-LVs mit einer Zinsgarantie Geldvernichter sind und es über fondgebundene Produkte wesentlich lukrativere Anlagen gibt. Dabei ist die Garantie immer nur eine gefühlte Sicherheit, denn bei guten fondgebundenen Produkten gibt es bei längeren Laufzeiten nachweislich keine Verluste, dafür aber wesentlich höhere Renditen und damit wesentlich höhere Ablaufleistungen für dich. Klar, denn bei einer Garantie muss die Gesellschaft vorsichtiger mit dem Geld umgehen und kann es nicht frei anlegen, um damit höhere Renditen zu erwirtschaften. Je weniger Garantie ich also habe, desto freier kann ich das Geld anlegen und desto mehr Rendite kann ich am Ende bekommen. Soweit der positive Faktor der Sache. Jetzt zu den Problemen. Die Senkung des Garantiezinses hat auch gravierende Auswirkungen auf viele andere Produkte. Nehmen wir zum Beispiel die Riester. Hier werden gesetzlich vorgeschrieben die eingezahlten Beiträge garantiert. Und bei niedrigerem Höchstrechnungszins ist diese Beitragsgarantie in Gefahr und gefährdet das weitere Bestehen dieser Tarife. Es muss also von politischer Seite dafür gesorgt werden, dass es keine Verpflichtung mehr zu einer 100%igen Beitragsgarantie gibt. Darauf ist noch im Laufe dieses Jahres zu hoffen, was dazu führen wird, dass alle Neuabschlüsse im kommenden Jahr nicht mehr von der vollständigen Beitragsgarantie profitieren. Wer also hin und her überlegt, ob er noch einen solchen Vertrag abschließen soll, der sollte es jetzt machen, denn im nächsten Jahr sind die Konditionen voraussichtlich schlechter. Weiterhin hat die Senkung Einfluss auf die Rentenfaktoren der Altersvorsorge allgemein. Auch hier ist davon auszugehen, dass die Faktoren gesenkt werden und man demnach für das gleiche Kapital einfach weniger Rente bekommt. Darüber hinaus haben die Kalkulationen Einfluss auf die Beitragshöhe von Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeit und auch Risikolebensversicherung. In ersten Gesprächen mit Versicherern wurde uns mitgeteilt, dass durch diese Änderungen mit Beitragserhöhungen von bis zu 15% zu rechnen sind, für Neuabschlüsse natürlich. Darum auch hier der Hinweis, nicht zu lange zu warten und noch dieses Jahr in diese Richtung etwas in die Wege zu leiten. Alles andere kostet ab kommendem Jahr einfach unnötig Geld.
Und da dieses Allgemeine immer so abstrakt ist, hier mal ein etwas konkreteres BU-Beispiel. Wenn eine 20-jährige Bürokauffrau noch in diesem Jahr eine BU über 1.500 € abschließt, zahlt sie ca. 63 € monatlich inklusive Zusatzleistungen. Wenn sie hin und her überlegt und erst zum kommenden Jahr abschließt, liegt der Beitrag für den gleichen Vertrag bei knapp 70 € monatlich. Das macht über die gesamte Laufzeit einen Unterschied von über 3.500 €. Für das Geld sollte man nicht lange überlegen, wann man mit so einer notwendigen Absicherung startet. Fassen wir also nochmal zusammen. Der Garantiezins sinkt ab nächstem Jahr von 0,9 auf 0,25% und dadurch wird es vermutlich bald die 100%ige Beitragsgarantie in der Riester nicht mehr geben. Die Rentenfaktoren in der Altersvorsorge werden sinken und Beiträge für BU, Grundfähigkeiten und Risikoleben werden wohl deutlich steigen. Genug Gründe, um sich zeitnah mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Bei Fragen dazu sind wir natürlich immer gerne für dich da und wenn du in deinem Umfeld den ein oder anderen Versicherungsmuffel hast, der immer alles auf die lange Bank schiebt, schick ihm oder ihr doch einfach dieses Video, damit sie vielleicht einen Grund mehr haben, sich endlich damit zu beschäftigen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bis bald hier bei Fit in Finanzen.